Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu Update 106. Ihr hört meine Stimme, ist vielleicht ein bisschen seltsam. Einfach ignorieren, das ist einfach die Fortsetzung dessen, was ich euch im letzten Video erzählt habe. Wir werden heute, wie gesagt, Update 106 machen. Wir werden weiter am Fluss bzw. wahrscheinlich auch am Turm arbeiten. Und dazu ist endlich ein wichtiges Paket gekommen. Und zwar seht ihr hier relativ viele Steine in Tan, in Dark Tan und hier noch ein paar andere Steine, auch ein paar Sandsteine in anderen Farben, damit wir zum Beispiel sowas wie Sandburg oder sowas bauen können. Das werden wir auf jeden Fall heute auch einsetzen, hier im neuesten Update. Wir werden, wie gesagt, hier vorne das neue Modul anfangen. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und mich dazu entschieden, dass wir das Modul doch wieder trennen, also zwei 32er Pacepads hinten und zwei 32er vorne. Damit werden wir dann nicht das Problem haben, dass das Ganze zu schwer wird, weil wenn der Turm hier drauf steht, auf dem großen Modul, wird das Ganze, glaube ich, zu schwer und vor allem das größte Gewicht auf dem Modul dort hinten und es wäre relativ instabil zu tragen. Also machen wir es genauso wie hier, das ist ja auch ein 32x64er Modul, genau wie hier vorne, und machen wir es hier auch noch zweimal. Also, bis gleich. Erstes kleines Zwischenupdate. Wie ihr sehen könnt, ich habe das neue Modul angefangen, ist jetzt natürlich noch sehr rudimentär. Ansonsten habe ich jetzt erstmal die neuen Steine genutzt, um auf diesem Modul den Landstrand bis zur Modulgrenze fertig zu kriegen. Ist jetzt noch nicht sehr viel ausgeschmückt, aber sieht schon mal deutlich besser aus, wenn jetzt hier alles Sand ist. Und ich habe hier auf dem Modul angefangen, hier ein bisschen Sand drauf zu bauen. Und eine kleine Sandburg habe ich auch mit den neuen Steinen gebaut. Finde ich, sieht ganz nett aus. Können wir demnächst dann noch irgendwann mal vielleicht ein Kind daneben setzen. Ich muss mal schauen, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Figuren, die so Strandkleidung anhaben, um das hier ein bisschen auszuschmücken, weil das sind tatsächlich eigentlich alle Figuren, die ich habe. Außer, Moment, ich habe die hier noch, die könnten wir vielleicht noch hinsetzen. Die ist auch noch so halbwegs strandtauglich. Ja, ich mache einfach weiter und wir schauen dann mal. Der aufmerksame Zuschauer wird wahrscheinlich merken, dass ich hier auf dem Modul ein bisschen umgeplant habe. Ursprünglich war ja meine Idee, dass direkt hier der Turm kommt und innen drin der Weg nach oben kommt. Davon bin ich jetzt abgegangen, weil, haben auch welche in den Kommentaren geschrieben, ist eine strategische Schwachstelle natürlich. Deshalb wird der Turm jetzt gleich hier rankommen an die Ecke. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch genug Platz, um hier unsere kleine Tropfsteinhöhle einzubauen. Aber hier auch noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr sowas baut, baut immer erstmal das zuerst, was am wenigsten flexibel ist. Und in dem Fall ist das tatsächlich der Weg nach oben. Der lässt sich später nur noch sehr, sehr schwer einbauen, wenn man anfängt, die Fels zuerst zu bauen. Das heißt, ich baue zuerst grob den Weg nach oben. Seht ihr ja hier. Ich komme dann auch hier oben aufs andere Modul wieder. Hier ist ja die Modulgrenze. Wird man später natürlich wieder überhaupt nicht sehen. Und das ist jetzt schon mal grob gelöst. Das heißt, ich habe jetzt eine Form, auf die ich aufbauen kann, ohne dass ich Probleme bekomme, später meinen Weg nach oben zu bringen. Das heißt, ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal dieses Stückchen hier ausmodellieren, weil das noch komplizierter ist als der Rest. Und dann schauen wir mal, wo genau der Turm jetzt hinkommt. Und dann kriegen wir so eine grobe Struktur, von der wir dann immer weiter ins Detail runtergehen können. Und natürlich auch hier unten den Fels nach oben. Und ich glaube, dann kriegen wir hier, wenn wir jetzt mal so rüberschauen, einen sehr, sehr schönen Flussverlauf. Und wir sind ja jetzt wirklich am Ende der Seite. Und der Plan, relativ mittelfristig hier vorne das Ganze fertig zu bekommen, damit einfach der Blick von vorne mal hübsch aussieht, scheint ganz gut voranzugehen. Also, ich mache jetzt hier weiter und wir schauen einfach gleich mal an, wohin der Fels sich bewegt. Und damit sind wir schon wieder einen ganzen Schritt vorangekommen. Wie ihr sehen könnt, wir haben den Fels hier oben, der zwischen den beiden Wegen sozusagen ist, vor und nach der Umkehr fertig, schön begrünt, auch ein bisschen mit Fliesen schon belegt. Und ich habe auch hier unten jetzt angefangen, den Fels vorzubereiten. Die Idee ist, dass wir jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne kommen, wieder mit dem Felsen, damit ich mehr Platz bekomme für den Turm, der dann hierher kommt. Und wir allgemein wieder ein bisschen nach vorne gehen. Und der Sandstrand wird dann auch hier langsam wieder weniger werden, denke ich, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Wasser bekommen für die Draufsicht. Und ich glaube, dass wir allgemein damit auf dem richtigen Weg sind, was die ganze Geschichte angeht. Nächster Schritt ist natürlich, dass ich jetzt hier mal den Felsen weiter nach drüben ziehe, weiter nach oben baue natürlich und wir dann mal das Fundament setzen können für den Turm. Das machen wir auf jeden Fall heute ganz sicher noch. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise heute noch gehen wird. Ich bin selber noch nicht ganz sicher, es hängt einfach davon ab, wie sich das Ganze hier entwickelt, wie so oft im Landschaftsbau. So, ihr könnt sehen, dass der Fels ein ganzes Stück vorangekommen ist. Ich habe auch jetzt hier oben wieder angefangen, ein bisschen Mauer zu bauen. Auch oben, wenn man reinschaut, sieht es deutlich besser aus.
Der Fels ist ein ganz Stück nach drüben gewachsen. Auch hier unten habe ich jetzt angefangen. Das heißt, wir kommen jetzt hier auf die Höhe, wo auch der Fels anfangen wird, beziehungsweise nicht der Fels, sondern wo der Turm auf dem Fels anfangen wird. Wir werden auf jeden Fall nicht den ganzen Fels bauen, bevor wir mit dem Turm anfangen. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht genug weitere Slopes hier habe. Mir fällt gerade auf, dass mir das hier doch sehr, sehr gut gefällt. Das ist sehr, sehr detailliert geworden. Aber jedenfalls zurück zum eigentlichen Thema. Wir bauen hier gleich noch ein bisschen den Fels hoch, sodass ich mal schauen kann, wie ich den Übergang mache zwischen Fels und Turm. Und auch die Dimensionen des Turmes ein bisschen einschätzen kann. Und dann denke ich, kommen wir hier noch ein ganzes Stück gut voran, bauen ein bisschen am Turm, vielleicht noch ein bisschen Fels und dann wären wir für heute fertig. Sind ja wieder ein ganzes Stück vorangekommen auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal hier so rüberblicken, haben wir hier wirklich eine schöne, sich entwickelnde Felswand. Ich mache jetzt erst hier mal einen kurzen Cut. Ich habe nämlich noch Fanpost bekommen, die schauen wir uns gleich an. Und dann geht es hier weiter mit dem Felsen. Hier drunter liegt ein Teil der Post, die ich bekommen habe. Die kommt aus Polen. Dazu gibt es auch einen Brief, den lese ich euch gerne vor. Hallo Daniel, ich habe deine Videos durch Zufall entdeckt und als meine Freundin und ich herausgefunden haben, dass du uns in deiner Stadt unterbringen kannst, haben wir uns entschlossen, dir unsere Minifiguren zu schicken. Dafür erstmal vielen Dank, die habe ich auch schon mal angeschaut. Sehen wir uns gleich zusammen nochmal an. Ich liebe Vogelspinnen, meine Freundin Hotdogs. Deshalb hat meine Figur eine Spinne und ihre einen Hotdog. Thema Vogelspinne ist übrigens sehr interessant. Ich hatte früher auch mal eine Vogelspinne, die ist leider vor einigen Jahren verstorben. Ich habe jetzt hier mal eine Haut hingelegt von ihrer, glaube ich, einiger Zeit zurück. Für diejenigen, die das nicht sehen wollen, einfach mal 10 Sekunden die Augen zumachen. Hier ist die Haut. Ihr seht ja mal einen Größenvergleich. So, und damit sind wir wieder weg von der Haut. Du kannst uns aufstellen, wo du willst, aber bitte stell uns zusammen hin. Zusätzlich zu unseren beiden schicke ich dir noch 3 Minifiguren, die ich doppelt habe. Und sie könnten für die Bevölkerung von Brickgate nützlich sein. Das stimmt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Außerdem lieben wir deine Videos und freuen uns darauf, mehr von deinem Kanal zu sehen. Liebe Grüße, Adrian. Und leider kann ich das nicht ganz lesen. Es könnte Julia heißen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn du das gesehen hast, wie der Name heißt. Ansonsten schauen wir uns mal schnell noch die Figuren an. Hier haben wir die Stickfig von Adrian mit, wie gesagt, der Spinne. Vielen Dank dafür. Und hier die seiner Freundin mit dem Hotdog. Stellen wir gleich in die Stadt. Ansonsten haben wir diese Figur. Die ist natürlich jetzt super praktisch für unser aktuelles Projekt mit dem Strand. Und es kommt hinzu, dass ich noch gar keine Schildkröte hier in der ganzen Brookworld habe. Ich habe nicht mal jemals eine besessen aus Lego. Dann haben wir hier noch einen, eigentlich ist es so ein bisschen Wikinger, denke ich. Der passt natürlich sehr gut zu unserem kommenden Fantasy-Mittelalterfest. Und dann noch hier aus der aktuellen Minifiguren-Serie, die Sängerin. Da finden wir sicherlich auch noch einen guten Platz. Vielen Dank auch dafür. Ansonsten, ich packe mal kurz eure beiden Figuren aus, stelle sie hin, mache gleich einen kurzen Cut, dann zeige ich euch, wo ihr ab sofort sitzt. Schauen wir mal. So, vielleicht seht ihr euch schon hier in dieser Aufnahme. Und zwar sitzt ihr da vorne, direkt vor dem Bahnhof. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Und da sitzt ihr. Ich hoffe, euch gefällt die Stelle. Ansonsten schreibt mir einfach gerne, wenn ihr woanders sitzen wollt. Ich denke aber, dass ihr da auch eine ganz gute Stelle habt. Man sieht euch ganz gut, ist eine prominente Stelle. Vielen Dank für eure Figuren, vielen Dank auch für die anderen Figuren. Und wenn ihr mir auch Figuren schicken wollt von euch, Figuren, die ihr doppelt habt, etc., gerne könnt ihr mir auch Slopes schicken. In allen beiden Graufarben und auch in beiden Richtungen. Ich bin da gerne bereit, euch die abzunehmen. Dann schreibt mir einfach entweder bei Instagram oder schreibt mir bei TikTok, könnt ihr mir auch schreiben. Instagram ist unten verlinkt übrigens. Oder ihr schickt einfach direkt an die Adresse, die hier im Impressum. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, findet ihr auch im Impressum. Ansonsten bin ich immer offen für eure Figuren. Es sind ja schon viele hier in der Stadt drin. Es werden immer mehr. Kleines Beispiel hier vorne am Tisch sitzen allein schon 3 Stickfigs. Und ansonsten, wo haben wir, glaube ich, hier auch noch die 2 Stickfigs mindestens. Hier oben eine. Und es gibt noch mehr auf jeden Fall. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir bauen jetzt gleich weiter. Und ja, bis gleich. Und so beginnt es, könnte man sagen. Wie ihr seht, ist der Fels weiter vorangekommen. Hier ist eine neue Stützkonstruktion, die ich angefangen habe. Und das hier mit den Modified Bricks ist der Anfang
für den eckigen Turm, der hier vorne auf dem Felsen stehen wird. Damit kommen wir ganz gut hier, wenn man die Verlängerung der Mauer sieht, kommen wir da ganz gut hin. Und dann können wir hier immer noch unser Tor einbauen. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das hier mache, den Übergang hier noch. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut in den Fels jetzt integrieren können. Sieht sicherlich ganz gut aus, wenn man es dann hier so auf dem Felsen sieht. Und ja, wie immer, ich baue jetzt mal ein bisschen weiter. Vor allem das hier wird jetzt ein bisschen knifflig werden. Und dann schauen wir uns mal an, wohin der Turm wachsen wird. Jetzt sieht man deutlich besser, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt die maximale Ausdehnung nach hinten für den Turm. Das heißt, hier hinten wird er eh noch in den Felsen einlaufen. Hier vorne jetzt die Breite. Das wird jetzt sich dann hier auch weiterspiegeln. Das heißt, ich muss hier zumindest... Oh, da ist mir die Pflanze abhanden gekommen. Auf jeden Fall hier noch ein bisschen erstmal ein Stützgerüst bauen, damit ich einfach die Grundfläche des Turms habe, damit wir ein bisschen hochbauen können. Wie gesagt, die Felswand bauen wir heute nicht weiter. Die Stützkonstruktion kommt jetzt als nächstes dran. Und dann baue ich hier mal ein paar Reihen Gemäuer nach oben, einfach damit wir hier mal ein bisschen einen Blick drauf bekommen, wie das Ganze aussehen wird, wie das Ganze wirken wird. Und ich glaube, das wird eine massive Angelegenheit hier vorne noch. Aber ich glaube, so im Gesamtblick, ich gehe mal zurück, ihr seht dann wieder das ganze Chaos, glaube ich, dass sich das dann hier sehr schön einbinden wird mit der restlichen Stadtmauer. Also wie gesagt, ich mache jetzt mal weiter und wir schauen es uns an, wie es dann aussieht. Und jetzt sieht man auch zum ersten Mal so richtig die geplanten Ausmaße des Turms. Ihr seht auch von innen, die Stützkonstruktion ist relativ offen gehalten, damit wir später auch Kabel etc. durchziehen können und wir auch wirklich nur so viel Stützkonstruktion bauen, wie auch unbedingt nötig ist, aber sehr, sehr stabil. Wir sehen, dass hier hinten alles mögliche bunt ist, weil da hinten sind wir ja dann noch im Felsen. Sobald wir jetzt höher kommen und auf die Höhe kommen, an der man auch von hinten, sagen wir, den Turm sehen wird, müssen wir auch da natürlich mit den Modified Bricks arbeiten. Hier habe ich schon mal so ein paar Felsen eingearbeitet, wo dann später noch der Fels von unten angebaut wird, einfach um hier ein bisschen Übergang in den Turm zu haben. Und auch hier seht ihr, wo später noch der Fels sein wird. Ich habe auch begonnen, jetzt diese unteren 1, 2, 6 Reihen sind es hier maximal so zu verkleiden, wie auch die restliche Stadtmauer da hinten verkleidet ist. Und ja, wir machen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiter. Ich werde auf jeden Fall erstmal das alles verkleiden, was ich jetzt hier schon mal angefangen habe. Und es wird auf jeden Fall ein schöner großer Turm hier noch am Strand werden. Und zum Abschluss einen seltenen Blick auf die Brickworld, nämlich aufgeräumt, zumindest über dem Tisch oder auf dem Tisch. Das ist jetzt der Gesamtblick auf die Brickworld. Ihr seht da hinten, was wir heute gemacht haben, einiges am Felsen gearbeitet. Und der Turm wurde angefangen, also man sieht auf jeden Fall jetzt auch von dieser Perspektive, dass der Turm sich da schön zeigen wird. Wir können mal schauen, wie es von unter der Brücke aussieht. Das wird auf jeden Fall auch, machen wir mal hier ein bisschen scharf nach hinten, auch ein schöner Blick werden auf jeden Fall, wenn das hier alles mal fertig ist. Und ja, der Turm wird sicherlich hoch werden, ungefähr so hoch wie der, denke ich mal. Das heißt, wir müssen hier noch einiges hochbauen. Werden dann, wie gesagt, sieht man alles mal ein bisschen besser, diese Mauerweite nach hier vorne führen. Dann kommt hier noch unser zweites altes Stadttor rein und dann machen wir hier so einen Bogen nochmal und einen Knick zum Turm hin. Dann haben wir noch ein bisschen mehr andere Formen hier drin, damit einfach die ganze Stadtmauer nicht so gerade im 90-Grad-Winkel hier drin steht. Haben wir ja eh schon überall gemacht, sieht man ja auch da zum Beispiel. Und langsam schließen sich natürlich auch die ganzen größeren Lücken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum heutigen Baufortschritt denkt, was ihr von der ganzen Bau hier haltet. Eure Ideen wie immer auch dazu. Ansonsten kann ich sagen, ich habe jetzt hier auch noch die eine Figur aus der heutigen Fanpost hier mal reingestellt, zusammen mit der Schildkröte, die habe ich jetzt mal hier vorne reingestellt, bringt auch noch mal ein bisschen was hier mit in die ganze Geschichte. Und ja, so viel dazu. Ich denke, dass wir das nächste Mal jetzt nicht unbedingt hier weiterbauen werden. Wobei das natürlich auch nicht hundertprozentig sicher ist, aber es liegt auch daran, dass ich einfach mehr Slopes brauche, normale als auch Inverted Slopes. Und mir sind jetzt tatsächlich auch langsam diese Stützen hier ausgegangen. Also hier ist gerade Steine-Ebbe in der Brickworld bei vielen Steinen. Ja, man glaubt einfach auch gar nicht, wie viel hier in so einem Ding dann drin steckt. Weil allein diese Felswand hier hat natürlich mit den ganzen Details sicherlich ein paar hundert Steine mit den ganzen Stützen dahinter.
Und Bäume fressen, wie gesagt, auch ganz viel Steine. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann machen wir noch mal einen kurzen Blick auf das Ganze. Ich vermute, dass wir gleich das nächste Mal an der Straßenbahn weiterbauen werden oder dann doch wieder mal am Bahnhof. Da waren wir jetzt lange nicht mehr. Wir haben uns jetzt sehr lange in dem Bereich hier vorne aufgehalten. Das heißt, ja, es macht sich auf jeden Fall hier vorne. Also wir werden jetzt auch relativ bald die ganze Wasserfläche abgeschlossen haben, denke ich. Und dann können wir auch hier endlich mal mit dem Haus irgendwas machen. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich damit machen möchte. Und auch die Baustelle ist ja eine Sache, die jetzt immer noch ein bisschen gemacht wird. Hier fehlen noch ganz viele Details. Der Baukran, ich habe mir jetzt überlegt, was für einen ich eigentlich bauen möchte. Da werden wir nämlich auch mal was machen. Und wie gesagt, Bahnhof ist natürlich ein Thema, das immer mal gemacht werden muss, sollte. Da gibt es ja eh wieder einiges zu tun. Ansonsten, ja, der Bahnhof wird hier auch noch umgebaut, also dieser Busbahnhof, Schrägstrich Straßenbahn, Bahnhof und die Altstadt, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt immer noch überlege, wie genau ich das Design in den ersten Gebäuden mache. Da würde ich dann später nicht alles nochmal umbauen müssen. Ja, ansonsten sage ich noch ein paar Mal ansonsten und dann würde ich sagen, das war's für heute hier aus der Brickworld. Update 106, glaube ich. Update 107 wird, ich kann es euch nicht sagen, wann kommen. Ich habe allein für dieses Update jetzt krankheitsbedingt, muss ich sagen, glaube ich, 5 Tage gebraucht, was ich normalerweise nicht brauche für den Umfang an Arbeiten und Schnitt etc. Und irgendwie ist das Licht hier jetzt gerade ganz mies. Ja, das bleibt mir noch zu sagen. Dann bleibt selber gesund, viel Spaß beim selber bauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Brickworld. Und vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Wir nähern uns die 6000 Abos. Mal schauen, wann es soweit ist. Und ja, vielen Dank natürlich. Tschüss.